Willkommen zum weltweit ersten Battlefield 6 Coaching in Deutsch. Spaß beiseite, ich bin der Aimfox und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dich zu einem effizient besser werdenden Spieler zu machen, neben deinem normalen Alltagsleben. Denn mehr Erfolg bedeutet auch mehr Spielspaß. Heute erwarten dich also zum einen Grundlagen, wie du effizient besser wirst, und ich möchte dich einladen, euch mit auf meine Reise zu begeben, denn ich bin jetzt auch nicht der allwissende Battlefield-Profi, aber ich werde Stück für Stück besser, und in den letzten 20 Jahren habe ich da so eine Herangehensweise entwickelt, die ich immer gleich mache, die dich wirklich effizient aufs nächste Level bringt. Also es erwarten dich Grundlagen diesbezüglich, aber auch eine Detailanalyse zum Gameplay im Hintergrund. Ich erkläre ein wenig, warum ich wie agiere und filter da die wichtigsten Tipps und Tricks für euch raus. Ich zeige euch zum Beispiel, wie ihr die meisten Punkte in kurzer Zeit erzielt und das Team bestmöglich unterstützt, aber auch, wie ihr möglichst viele Kills macht, um zum Beispiel die aktuellen Waffenaufträge schnell zu erledigen. Und natürlich wieder hilfreiche Gameplay-Tipps und Tricks, die dir so oder so immer helfen. Und der erste Punkt ist vielleicht auch der wichtigste Punkt, gerade wenn ihr vielleicht gerade von der Konkurrenz mit 3 Buchstaben kommt, geht es halt immer am Anfang darum, erstmal das Spiel zu verstehen. Ich selbst bin das beste Beispiel. Ich habe vor 1,5 Jahren mit MW3 Call of Duty angefangen und auch darüber den YouTube-Channel gegründet und gebe mittlerweile ja viele kostenlose Coachings und habe wirklich auch schon einigen Spielern geholfen, das nächste Level zu erreichen. Und ich mache das Gleiche bei mir jetzt auch in Battlefield. Auch wenn ich früher viel Battlefield gespielt habe, bin ich natürlich kein blutiger Anfänger, aber seid gerne Teil der Reise und werdet gemeinsam mit mir besser. Und der allererste Punkt, den man in jedem Shooter erstmal verstehen muss, es geht immer darum, sich einen Vorteil zu verschaffen. Also es ist dieses klassische Katz-und-Maus-Spiel, wie früher auf dem Schulhof beim Fangen, so ähnlich zumindest, nach dem Motto, ich weiß, dass du denkst, was ich denke, deswegen handle ich entsprechend, ich bin dir also immer einen Schritt voraus. Und um das oder diesen Vorteil erzielen zu können, gibt es 3 Hauptsäulen in jedem Shooter, die dann unterschiedlich gewichtet sind. Das ist einmal das Aim, das Movement und die Game Sense. Das Aim setzt sich also im Groben zusammen aus dem aktiven und passiven Aim. Hier findet ihr übrigens bei mir auch viele Guides, wie man das effektiv verbessert. Das passive Aim ist dann immer das, was unmittelbar vor dem Gunfight passiert, also die Vorbereitung auf den Gunfight, also Stichwort Centering und Crosshair Placement. Das aktive Aim ist dann, was wirklich im Gunfight passiert, also praktisch möglichst schnell mit dem Fadenkreuz auf dem Gegner zu sein. Je besser die Vorbereitung ist, desto weniger musst du aktiv aimen, ist hier der Schlüsselsatz. Besonders für die Controller-Spieler, weil die natürlich im aktiven Aim gegenüber den Maus- und Keyboard-Spielern einen Nachteil haben. Dann gibt es das Movement, und das ist natürlich von Shooter zu Shooter unterschiedlich. Es gibt auch in jedem Shooter spezifische Mechaniken, ja, des Movements. In Call of Duty gibt es das Sliden, Dropshotten, Bunnyhoppen und so weiter. In Counter-Strike gibt es das Counter-Strafen. Da muss man auch stehen bleiben, während man schießt, und nicht in Bewegung bleiben, während man schießt. Und all das geht es halt darum, am Anfang das zu verstehen, wie das im jeweiligen Spiel ist. Man kann auch grob behaupten, je schneller das Spiel ist, desto öfter macht es auch Sinn, sich schnell um Ecken zu bewegen, weil da zum Beispiel auch das sogenannte Picker Advantage, ja, dir einen Vorteil verschafft. In Battlefield ist es so ein bisschen ein Mittelding. Du verlierst an Präzision, während du dich oder wenn du während des Schießens dich bewegst, aber im Close Range Fight kannst dir durchaus auch einen Vorteil verschaffen. Also würde ich es da eher in der Mitte einordnen. In Call of Duty bist du im Movement immer im Vorteil und in Counter-Strike eigentlich überhaupt nicht. Um das so ein bisschen einzuordnen, das muss man auf jeden Fall auch verstehen und die Mechaniken im Spiel kennenlernen, wie die funktionieren, die entsprechenden Tasten gut belegen, dass man entsprechend die Movement-Mechaniken im Fight auch gut anwenden kann, all diese Dinge. Und der dritte Punkt ist die Game Sense, und diese wird extrem unterschätzt. Das beobachte ich immer wieder, auch in den Coachings, die ich gebe. Alle sagen, ich brauche besseres Aim, ich brauche besseres Movement. Nein, was du brauchst, ist eine bessere Game Sense zu 90%. Was ist die Game Sense? Game Sense sind so Sachen wie, dass man weiß, was um einen herum passiert und dass man die Informationen, die einem das Spiel gibt, auch erfasst und auch entsprechend verarbeiten kann und daraus handeln kann. Es geht jetzt endlich zusammenfassend darum, Entscheidungen treffen zu können, sowohl Kurzzeitentscheidungen als auch Langzeitentscheidungen.
Und da spielen halt Informationen eine Rolle, dass man die Timings kennt. Zum Beispiel beim Jetfliegen habe ich ja auch gerade ein Grundlagenvideo zu gemacht, dass man ein Gefühl für das Timing hat, wenn man einen gegnerischen Jet erledigt hat, dass man dann auch weiß, wann der wieder spawnt und wann er wiederkommt, weil die Zwischenzeit kann man nutzen, um andere Gegner zu eliminieren. Panzer, Anti-Air, Infanterie. Das ist zum Beispiel Timing. CS2, Top-Spawn, Timing, das 2, B lang, A lang. Ja, weiß ich, wenn ich das und das jetzt mache, ich habe Topspawn, dann bin ich der Erste, der eben den Winkel hat und kann den Gegner abaimen. Ja, all das sind zum Beispiel Sachen. Awareness, ein Bewusstsein dafür, was in der ganzen Aktion um rein herum passiert. Habe ich noch Munition? Habe ich einen Stim? Habe ich Granaten? All das spielt ein in die Awareness, also das Bewusstsein. Map-Kenntnisse, die Wege kennen, die Winkel kennen. All diese Dinge spielen ebenfalls auch eine große Rolle. Also abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Aber grundsätzlich kann man es eben auf Entscheidungen runterbrechen. Und da unterscheide ich eben zwischen Kurzzeit- und Langzeitentscheidungen. Kurzer Exkurs dazu. Was sind Langzeitentscheidungen? Langzeitentscheidungen, die Runde beginnt in Battlefield 6, King of the Hill. Alle rennen auf den einen Spot. Ich treffe eine andere Lang- oder Mittel-Langzeitentscheidung. Ich gehe zum Beispiel außen und hole von da die ersten Kills und schleiche mich dann von hinten auf den Spot. Ja? Ich gehe also nicht mit der Masse, ich versuche einen Schritt vorauszudenken. Was sind jetzt Kurzzeitentscheidungen? In der Situation, beziehungsweise während ich das mache, von außen pushe, begegnet mir einer. Ich schieße auf ihn, mein Magazin komplett leer, wir treffen uns beide nicht so richtig, da muss ich eine richtige Kurzzeitentscheidung treffen. Hier Grundlagentipp, immer zur Zweitwaffe wechseln, anstatt nachzuladen. Mein Gegner ladet nach, ich wechsle zu Pistol oder Shotgun, gewinne den Fight. Richtige Kurzzeitentscheidung getroffen und somit den Fight gewonnen. Und wir gehen in die versprochene Gameplay-Analyse. Wir sehen kurz zu Anfang, kurz Stopp, wir haben hier eine King of The Hill-Runde, die eignet sich sehr gut, um Waffen zu leveln, viele Kills zu machen, aber auch viele Punkte zu machen. Und wie eingangs erwähnt, gehe ich hier direkt einen anderen Weg. Ich gehe direkt einen anderen Weg als der Mainstream und nehme auch das Messer in die Hand, um schneller zu sein, um von der Seite angreifen zu können. Da rechts hätten sie kommen können. Ich habe hier jetzt einen guten Blick auf den Spot, die kommt von rechts und kann hier direkt von der Seite Stress machen, was unserem Team, aber auch mir wieder einen Vorteil verschaffen kann. Hier muss man aufpassen, dass hier nicht auch jemand hochkommen kann. Da war auch ein Mate von mir, 2 dumme, ein Gedanke. Jetzt gehe ich on Spot, weil ich gesehen habe, wir sind in einer guten Ausgangslage. Für den Einsteiger unter euch auch nochmal kurz ein paar Grundlagen. Wir sehen hier oben, jetzt ein bisschen schwach zu sehen, die Punkte und auch den Kompass könnt ihr nutzen, um mit euren Leuten zu kommunizieren. Machen die wenigstens, kann man aber durchaus nutzen. Dann hier die Punkte, die euch ansagen, wer gerade führt. Wir nehmen ja gerade A ein, somit, wir sind am Anfang der Runde, haben geführt. Klar, hier unten Waffen, ne? Gadgets, auch wichtig, immer Thema Awareness, Game Sense, wie eingangs erwähnt, einen Überblick zu haben, was habe ich gerade, was habe ich schon genutzt, was nicht. Grundsätzlich immer so viel wie möglich nutzen, weil wenn ihr wieder spawnt, habt ihr diese Sachen neu. Hier der Trainingspfad, ja, welche Fähigkeiten ihr dann habt, hängt davon ab, welchen Trainingspfad ihr habt und welchen Soldaten ihr ausgewählt habt. Und macht euch da schlau unter Ausrüstung, beziehungsweise schaut meinen Einsteiger-Guide, den ich am Ende dieses Videos verlinke. Hier unten, ganz, ganz, ganz wichtig, die Minimap, die man groß machen kann, bei mir mit der Feststelltaste. Lernt diese zu interpretieren, auch dazu mehr im Einsteiger-Guide. So, ich will nicht lange weiter quatschen, wir machen weiter. Wir haben also jetzt den Spot A eingenommen, jetzt geht es darum, den zu halten. Ihr seht schon, ich haue direkt meine Granate raus, weil ich den ja auch, oder wie gesagt, immer wieder bekomme, wenn ich neu spawne. Und dann kann ich ihn natürlich auch einfach so oft wie möglich nutzen. Und man sieht schon, ich gucke die ganze Zeit nach oben, nach links, weil ich halt diese Map ein Stück weit jetzt schon kenne. Und die Map-Kenntnisse habe, ja, habe ich ja auch gesagt, ein Teil der Game Sense sind Map-Kenntnisse. Und wir haben jetzt noch 50 Sekunden, auch wichtig, jetzt bin ich gerade vom Spot gegangen, aber in der Mitte oben stand gerade die Sekundenanzahl, das sieht man auch jetzt hier, wenn ich kurz Pause mache, hier, ja, wir haben es eingenommen, 42 Sekunden läuft dieser Spot noch. Auch da immer schauen, wie lange er noch läuft, damit man frühzeitig rotieren kann. Ich bin jetzt hier ein bisschen außerhalb gegangen, einfach um zu gucken, ob ich da Leute off-guard, also sozusagen catchen kann, wo sie nicht mit rechnen. Krieg hier einen Assist, Free-Shoote da einfach rein, immer nachladen, ganz wichtig. Immer gucken, dass man schnell nachlädt. Hier wollte ich jetzt wieder meine Granatwerfer nutzen, weil jetzt bin ich neu gespawnt, jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt sehen wir 20 Sekunden noch, ja, bis der Spot hier ausgelaufen ist.
Eigentlich hätte ich hier schon auch zum nächsten moven können. Ich wollte aber hier noch ein paar Kills abfarmen. Besser wäre es eigentlich jetzt schon zum nächsten Ziel zu gehen. Und das sehen wir auch direkt schon unten auf der Minimap. Hier ist das nächste Ziel. Und das ist immer gleich. Die Reihenfolge ist immer gleich. Das heißt, wenn man die Map oft spielt, wird man auch im Grunde für sein Wissen belohnt. Also hätte man auch schon, bevor einem das angezeigt wird, rüber moven können. Aber ich snack mir hier noch schön ein paar Kills ab und ver-aim hier ganz schön ordentlich und entscheide mich jetzt dazu, den Fight mal lieber abzubrechen. Das wird jetzt gerade nichts mehr. Und fange jetzt an zu moven. Und jetzt sehen wir unten auf der Karte unten links schon, einer ist schon bei B und auch die gegnerischen Teams sind schon bei B, weil die eben auch, ja wie gesagt, ist ja rot, die haben das schon eingenommen. Und B ist beispielsweise hier immer schwer einzunehmen. Wenn die einmal drauf sind, ist es schwer. Deswegen haut euer Explosive in die typischen Ecken, in denen die immer sitzen, bevor ihr reinpusht. Ja? Und versucht damit schon mal am Optimum 2-3 Kills zu machen und pusht dann raus. Mal schauen, was ich jetzt hier mache. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe da einen auf dem Boden gesehen. Kriege ich ihn? Ich sehe ihn nicht richtig und bin dadurch auch gefallen. Das ist auch eine typische Taktik, die immer wieder auffällt, die ich auch selber gerne mache. Einfach auf dem Spot, auf dem Boden liegen bleiben und gar nicht stark bewegen, weil nur als bewegtes Ziel ist man im Grunde auch ein einfaches Ziel, beziehungsweise man sieht halt bewegte Ziele viel einfacher, als wenn sich etwas nicht bewegt. Ja? Ist auch so grundsätzlich ein bisschen gilt das wiederum für jeden Shooter. Und hier eben auch. So, jetzt haben wir aus verschiedenen Richtungen angegriffen und jetzt haben wir den B-Spot, was gut ist. Und jetzt geht es darum, den B-Spot zu halten. Und ihr bekommt in Battlefield, ganz, ganz wichtiger Tipp, Teamplay wird extrem belohnt. Ihr habt Multiplikatoren, das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr beispielsweise von einem Spot aus jemanden killt, den ihr gerade haltet, was ja gut für euer Team ist. So, jetzt kill ich hier einen. Jetzt sehen wir, ich habe hier viermal, ich glaube, 50 Punkte gekriegt, das wären ja dann 200, dafür, dass ich on Spot bin und sozusagen, steht ja, wird gehalten 4-mal. So, dann habe ich einen Kill gemacht auf dem Spot, da kriege ich dann mehr als nur 50 Punkte, glaube ich, und gleichzeitig noch eine Verteidigung. Ich kenne jetzt nicht die genauen Faktoren oder Faktoren, die da einspielen, aber in jedem Fall kann man zusammenfassend sagen, man wird halt extrem belohnt, wenn man eben Kills macht. Man sieht ja, ich Doppelkill, 750 Punkte. Wenn man in der Nähe von Teammitgliedern ist, kann man sich merken, und in der Nähe von Flaggen ist. Also all das, was das Team allgemein, aber auch das Squad unterstützt. Ja? Das gibt die richtigen Punkte, viele Punkte in kurzer Zeit. Wenn ihr also am Scoreboard oben stehen wollt, dann geht es nicht darum, die meisten Kills oder die beste KD zu erzielen. Nein, es geht darum, fürs Team zu spielen und auch frühzeitig zu rotieren. Man hätte auch hier wieder ein Stück weit früher rotieren können auf C. Ist nicht zu spät. Wir haben halt die vollen Punkte auf dem anderen Spot mitgenommen. Das betrifft eher die Leute, die dann vielleicht etwas früher down gehen. Und wenn man dann wieder spawnen sieht, an dem einen Punkt laufen gerade nur noch 10 Sekunden, dann lohnt es sich ja nicht mehr dahin zu gehen. Dann kann man sich dementsprechend so positionieren, um die Rotierenden abzufangen oder eben ganz früh auf den Spot zu gehen. Und so Situationen wie hier, hinter die Gegner zu kommen, 2 Leute easy mitzunehmen, ist halt super. Herauszufinden, wo sind die. Ich habe jetzt gemerkt, rechts von mir hat einer nach rechts geschossen, habe das mitbekommen, habe die Information für mich genutzt und auch dahin geschossen. Nutze hier wieder schön meine Explosive, bevor ich auf C gehe, weil C wird umkämpft. C ist gerade rot, das heißt, hier ist irgendwo was on-spot. Jetzt begebe ich mich on-spot und pre-shoote hier ein bisschen, weil ich weiß, hier muss ja einer sein. Ihr seht übrigens auch immer ganz genau, 3 von uns sind gerade auf dem Spot und jetzt in dem Moment, weil ich ihn gerade gekillt habe, 0 von den Gegnern. Also auch das gibt dir wieder eine Information, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst. 20 Sekunden noch, 18 Sekunden. Ich weiß auch schon, wo der nächste Spot ist. Sehe hier noch einen, habe keine Munition mehr gehabt. Grundlagenregel. Wenn ihr keine Munition mehr beim Schießen habt, dann, beim Schießen was sonst, dann zur Waffe wechseln. So, jetzt bin ich, das ist das typische Beispiel, jetzt bin ich ja gerade neu gespawnt und C hat nur noch 3 Sekunden. Also laufe ich ja zum neuen, ist ja klar, lohnt sich ja nicht mehr zu dem alten Spot zu rennen, damit ich hier einer der Ersten bin und zack, ja, jetzt versuche ich natürlich direkt den Spot zu halten. Und wir haben auch hier schön gesehen, ich spule kurz zurück, das ist dieses Thema, was ich eben angesprochen habe. Dieses Thema Kurzzeitentscheidung. Komm, ich schieße auf ihn, aber ich ver-aim plötzlich, also komplett und merke, ich kriege Shots, habe nicht die First Shots an ihn getroffen, sondern eher an mir und mache jetzt die richtige Kurzzeitentscheidung, den Gunfight abzubrechen. Das ist das, was einen erfahrenen Spieler am Ende ausmacht und vielleicht habt ihr es am Anfang gesehen. Bei Langzeitentscheidungen habe ich ja geschrieben, darunter ist relativ einfach umzusetzen.
Kurzzeitentscheidung hingegen erfordert mehr Können, weil man wirklich nur einen Bruchteil von Sekunden Zeit hat, um eben diese Entscheidungen treffen zu können. Und dafür braucht man viel Routine. Man muss halt über viele Dinge dann auch gar nicht mehr nachdenken als erfahrener Spieler, wie was wirklich wann für Tasten und so weiter. All das spielt da eine Rolle. Deswegen ist das erstmal nicht so einfach umzusetzen. Habt da also Geduld. Das kommt mit der Erfahrung und der Übung. Bleibt einfach dran, wie mit allen im Leben. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Schwierigkeiten, D einzunehmen, ganz klar. Wieder der Tipp, nutzt euer Explosive, ja. Macht da richtig Stress, nutzt eure Granaten. Gerade hier in diesem Schacht kommt man nur, hier ist das Ziel, hier links rüber zu kommen, habe ich jetzt geschafft. Hab noch die Granate geworfen, hat sogar gehittet. Schaut mal, ich kriege hier wieder Multiplikatoren, ja, weil ich ja wiederum, ich habe einen Doppelkill und ich helfe meinem Team hier gerade den Spot einzunehmen. Also man wird wirklich sehr belohnt. Auch hier wieder 2 Kills geholt, also das ist ein schönes Beispiel, wie wir das jetzt eingenommen haben. Ich sehe den und jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt on-spot? Nein, ich entscheide mich dazu, den Leuten hier das Leben schwer zu machen. Hab den ersten Shot leider veraimt, den zweiten getroffen. Hier hätte ich auch beide noch 2 holen können, also dann hätte ich ja in Summe irgendwie 6, 7 Kills gemacht. Ja, ganz schnell in Nähe des Spots und das hätte mir wieder extrem viel Punkte gegeben. Wieder typisches Beispiel, 6 Sekunden noch, ab zum nächsten Spot. Und so läuft das hier immer wieder, immer wieder. Ihr seht, das ist jetzt am Beispiel von King of the Hill. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr so ein Coaching auch für die anderen Modis haben möchtet, falls euch das Ganze gefällt. Ja, lasst gerne auch ein Abo da. Ich weiß, es sind viele Neuen jetzt über Battlefield 6 zu mir gestoßen. Ihr seid auch herzlich eingeladen, unseren Discord zu joinen. Hier sind wir eine nette Community, die einfach gerne zusammen zocken und hier steht der Spaß vor allem im Vordergrund. Kriegt aber auch Coachings von mir oder anderen fortgeschrittenen Spielern. Kommt einfach dazu, abonniert den Kanal. 90% von euch haben aktuell nicht abonniert, weil einfach so viele neue dazugekommen sind. Ich freue mich sehr drüber. Und so Content ist das, was ich liebe, was ich gerne mache und was ich hier vertrete, sowohl in dem Spiel als auch in Call of Duty. Also ihr seid wirklich herzlich eingeladen. So, jetzt kommt wieder der Spot E. Spot E ist auch, finde ich, schwierig einzunehmen. Man hat da eigentlich so gefühlt keine Deckung, wo die Leute halt immer, das kann man sich dann auch merken, das kommt dann wieder mit der Erfahrung, wo die Leute immer hocken, ich mache mal kurz Pause, ist hier drin, wo auch mein Mate ist, da hinter diesen Autos hocken sie und von hier oben kommen sie halt auch immer. Und dann ist die Frage, Smokes ist hier ein Riesending, ja. Einfach alles zusmoken und Chaos schaffen und sich dann den Weg auf den Spot zu bahnen oder hier rumzugehen, von hinten den Gegnern, die von hier kommen, das Leben zu schwer zu machen oder von der Richtung. Versucht einfach so ein bisschen die Situation einzuschätzen, die Informationen, die euch das Spiel gibt, zu sammeln und daraus bestmöglich zu handeln. Das ist ja im Grunde, wo es dann wieder darum geht, die ganze Zeit, beziehungsweise die bestmögliche Entscheidung zu treffen, ja. Im Grunde klingt es ja so einfach, am Ende ist es doch schwer, ist völlig klar, aber sonst wäre es ja auch langweilig und das habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe mich dazu entschieden, ein bisschen zu umlaufen und denen das Leben schwer zu machen und so dass sich das Team unten auf die Leute konzentrieren kann. Ich wusste aber auch, dass hier jetzt schon wieder der neue Spot kommt und da wollte ich eben frühzeitig rotieren und einer der Ersten sein. Ich verstecke mich hier, bewege mich jetzt hier gar nicht und habe hier leider ein bisschen Pech und bin im falschen Moment rausgepusht, ja. Das ist dann halt so. Da hätte ich aber auch mal easy 2, 3 Kills rausziehen können, weil sie mich ja nicht auf dem Schirm gehabt haben. Typisches Beispiel, ich weiß gar nicht, wie es ausgeht. Wenn man, also der Gegner hat mich gesehen, ich habe ihn gesehen, ich habe auf ihn geschossen. Jetzt wechsle ich zur Shotgun und wir alle wissen, die Shotgun ist aktuell overpowered. Das heißt, er ist jetzt für mich ein One-Shot. Er wird aber von jemand anderes gekillt. Aber damit wäre ich ihm natürlich einen Schritt voraus gewesen. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Schritt voraus sein und eben Vorteil verschaffen. Und hier die gleiche Taktik wie eben, von Anfang an. Schaut mal, easy Kill. Einfach nur, weil ich einen guten Weg, eine gute Map-Kenntnis habe und guten Spielüberblick. Noch ein easy Kill. Ja? Nade rausgehauen, immer Nades raushauen. Noch ein easy Kill. Nein, sind zu viele. Okay, passiert, aber ich hatte Chaos. Ich habe 2, 3 Leute mitgenommen. Ich habe mein Ziel im Grunde erreicht. Auch wenn ich vielleicht nicht so viele Punkte in dem Moment gemacht habe. Ich habe meinem Team aber trotzdem ja geholfen, indem ich von der Seite angegriffen habe. Auch hier wieder derselbe Tipp. Explosive. Erstmal alles raushauen, dann on-spot gehen. Ja? Vielleicht hole ich ja einen Kill damit. In dem Fall nicht. Egal. Wenn ich tot bin, bekomme ich es wieder. Jetzt einfach mal liegen bleiben, sich nicht bewegen. Einfach mal die anderen machen lassen und auch einfach den Spot mal halten. Ja? Wieder. Ich konnte einen holen, fast einen Doppelkill, aber völlig zufriedenstellend. Man muss in Battlefield auch damit umgehen lernen, dass man ständig down geht.
Down gehen, wieder drauf. Down gehen, wieder drauf. Regt euch nicht so extrem auf. Flucht nicht so viel. Versucht einfach immer das Bestmöglichste aus der Situation herauszuholen. Und zu entscheiden, war das jetzt gut oder schlecht. Es war trotzdem gut, auch jetzt, auch wenn ich down gegangen bin. Jetzt bin ich schon wieder mit neuer Motivation auf dem Weg zum nächsten Spot. Ich führe, es ist doch alles tutti. Ja? Selbst wenn ich down gehe, ich habe super viele Kills, ich habe super viele Punkte, alles super. Und selbst wenn es mal nicht so gut läuft, mal gewinnt man, mal verliert man, ja, ist einfach gesagt, ich reg mich auch oft genug auf. Aber versucht mal eben das Beste rauszumachen und eben euch auch mit auf den Weg zu geben. Auch hier bin ich einen Schritt aus dem Spot ausgepusht, weil ich wusste, wir haben den Spot und mache dann ja wieder was Unerwartetes. Die zwei hatten damit gerade nicht gerechnet, dass ich da jetzt so weit vorne bin, kurz 2 Kills rausziehe und dann mich wieder zurückziehe. Und damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen, Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen kann, was ich vielleicht vergessen habe. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, den Kanal zu abonnieren, beziehungsweise auch unseren Discord zu joinen. Hier sind wir eine große Community, die gerne einfach zusammen Spaß haben. Und wenn du Einsteiger bist, dann empfehle ich dir jetzt unbedingt folgendes Video.